Heute geht's mal wieder um eins unserer Lieblingsthemen auf diesem Kanal, nämlich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht und ganz spezifisch hier um wirtschaftliche Interessen, die sich möglicherweise noch in Deutschland befinden und wie diese dann die erweiterte beschränkte Steuerpflicht triggern können. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, aber im Steuerdschungel feststeckst und dich genau mit solchen Fragen wie die, um die es in diesem Video geht, beschäftigst, aber eben auch Themen wie zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, Entstrickung und die Besteuerung von Krypto- und Kapitaleinkünften, nachdem du Deutschland verlassen hast, dann lade ich dich herzlich zu unseren Seminaren und Reisen rund ums Thema Auswandern zu. Das sind intensive Seminarprogramme, wo wir uns genau mit solchen Themen beschäftigen und dann natürlich auch mit den relevanten ausländischen Steuerthemen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Vor kurzem war ich wieder mal in Zürich, dort haben wir unser Seminar veranstaltet, Auswandern in die Schweiz. Und wenn wir diese Seminare veranstalten, dann geht es natürlich nicht nur um das schweizerische Steuerrecht. Dazu hatten wir übrigens dann auch hervorragende Steueranwälte aus der Schweiz bei unserem Seminar von einer der führenden Schweizer Kanzleien, die dann uns dazu sehr detailliert Auskunft gegeben haben, sondern es geht natürlich auch um die deutschen steuerlichen Themen, denn vielfach ist ja der Wegzug aus Deutschland und die korrekte Beendigung der Steuerpflicht in Deutschland für die meisten Teilnehmer das, was am meisten Kopfschmerzen bereitet. Und selbstverständlich reden wir dann eben über die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wir haben ja dazu schon viele Videos gemacht. Sie ist definiert im Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes. Ich werde es gleich auch mal aufrufen. Ich möchte jetzt nicht die ganze erweiterte beschränkte Steuerpflicht hier im Detail erklären, aber grundsätzlich ist es so, wenn du als deutscher Staatsbürger in ein Niedrigsteuerland umziehst und noch wirtschaftliche Interessen hast, dann bist du mit manchen Einkünften, die eigentlich dann nicht mehr unter das deutsche Besteuerungsrecht fallen würden, weiterhin in Deutschland noch für 10 Jahre steuerpflichtig. Der Einnahmenkatalog aus der beschränkten Steuerpflicht wird also erweitert um weitere Einnahmen, die sogenannten Zusatzeinkünfte. Deswegen nennt man es eben die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Von dieser bist du aber nur betroffen, wenn du eben in ein Niedrigsteuerland umziehst. Und dazu gibt es Definitionen, was ein Niedrigsteuerland ist, sondern du musst eben auch noch sogenannte wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Franz, einer der Teilnehmer an diesem Event, hatte vor kurzem dazu ein YouTube-Video gesehen. Und in diesem YouTube-Video, ich selbst habe es nicht gesehen, aber Franz hat uns davon berichtet, hat man die Zuschauer dann beschwichtigt und gesagt, eigentlich gibt es keinen Grund zur Panikmache. Du wirst wahrscheinlich gar nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Das hier sind die 3 Kriterien, die dafür sprechen. Einmal Beteiligung an deutschen Unternehmen, zweitens Einkünfte aus Deutschland von mehr als 62.000 Euro und drittens deutsches Vermögen, wie zum Beispiel deutsche Immobilien in Höhe von 154.000 Euro. Darunter würden zum Beispiel auch deutsche Bankkonten fallen. Trifft das aber auf dich nicht zu, so sagt das Video, dann bist du von der erweitert beschränkten Steuerpflicht nicht betroffen. Muss sich also, wenn man diese 3 Kriterien beachtet, überhaupt keine Sorgen machen. Und in diesem Video will ich dir jetzt aber erklären, dass diese Sichtweise, von der uns Franz berichtet hat, welche er eben aus dem Video mitgenommen hat, sehr verkürzt ist und daher natürlich absolut falsch ist und am besten solche Videos komplett ignorierst. Wie du am besten mit dem Thema erweiterte beschränkte Steuerpflicht umgehst, wie ernst das zu nehmen ist, darauf werde ich dann am Schluss des Videos noch weiter eingehen. Jetzt bewegen wir uns erstes mal hier zu dem entsprechenden Paragraphen. Hier ist eben der Paragraph 2 des Außensteuergesetzes. Es geht um die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wir scrollen herunter und hier sind dann die genannten 3 Kriterien, von denen auch das Video spricht. Also wann hat eine Person wesentliche wirtschaftliche Interessen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, also in Deutschland? Wann wird also die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst? Einer der Bedingungen muss jeweils erfüllt sein. Lass mich dir diese 3 Kriterien zusammenfassen. Eine Person hat wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland, wenn sie zu Beginn eines Steuerjahres Unternehmer oder Mitunternehmer eines deutschen Gewerbebetriebes ist oder insofern es sich um einen Kommanditist handelt, also wenn du Kommanditist in einer KG bist, wenn du zumindest an 25% der Gesellschaft beteiligt bist. Bei Kapitalgesellschaften geht es dann um eine Mindestbeteiligung von 1%. Zweites Kriterium: wirtschaftliche Interessen bestehen, wenn die Person Einkünfte hat, die bei unbeschränkter Steuerpflicht nicht ausländische Einkünfte sind und entweder mehr als 30% der gesamten Einkünfte ausmachen oder 62.000 Euro übersteigen.
Wenn du also zum Beispiel eine Betriebsrente hast in Höhe von 80.000 Euro, dann würdest du in diesem Fall darunter fallen. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Kriterium, auch wenn du eine Rente hast von nur 20.000 Euro und diese 20.000 Euro machen mehr als 30% deiner Gesamteinkünfte aus, dann würdest du ebenfalls unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Drittes Kriterium. Eine Person hat wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland, wenn zu Beginn eines Steuerjahres ihr Vermögen, dessen Erträge bei unbeschränkter Steuerpflicht nicht ausländische Einkünfte wären, mehr als 30% ihres Gesamtvermögens beträgt oder 154.000 Euro übersteigt. Wenn du also eine Eigentumswohnung hast in Deutschland, die mehr als 154.000 Euro netto wert ist, also abzüglich Finanzierung, oder 154.000 auf einem Bankkonto hast, würdest du darunter fallen. Wenn aber dein Gesamtvermögen nur 50.000 Euro beträgt und du hast auf einem deutschen Konto 20.000 Euro, dann würdest du ebenfalls darunter fallen. So, und bei diesem Satz gibt es jetzt etwas sehr Wichtiges zu beachten. Hier ist nämlich nicht von inländischem Vermögen die Rede, sondern hier ist von Vermögen die Rede, dessen Einkünfte zum Beispiel bei Veräußerung nicht ausländische Einkünfte sind. Darunter fällt zum Beispiel Krypto. Wenn du also in einem Niedrigsteuerland wohnst oder digitaler Nomade bist und Krypto besitzt und das in Höhe von 154.000 Euro oder wenn das Krypto mehr als 30% deines Gesamtvermögens ist, dann fällst du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wenn die anderen Kriterien wie zum Beispiel Definition des Niedrigsteuerlandes auf dich zutreffen. Es muss also keine deutsche Wohnung sein oder kein deutsches Konto. Krypto ist ebenso ausreichend, um die erweiterte beschränkte Steuerpflicht auszulösen. Soweit diese 3 Kriterien. Jetzt könntest du ja sagen, soweit so gut, wenig Überraschendes, außer vielleicht die Sache mit dem Krypto. Aber nun hat natürlich das Video, das Franz erwähnt hat, eine sehr wichtige Sache vergessen. In diesem Paragraphen 2 gibt es ja auch noch anderen Text. Jetzt sehen wir einmal an, die 3 angesprochenen Kriterien gerade eben treffen nicht auf dich zu. Nehmen wir mal an, du bist digitaler Nomade, aber du bist nicht an einem deutschen Unternehmen beteiligt, also nicht an einer deutschen KG, einer deutschen GmbH oder an einer deutschen GbR beteiligt. Nehmen wir einmal an, du hast keine deutschen Einkünfte, keine deutschen Renten, keine deutschen Zinsen. Und nehmen wir auch einmal an, dass du kein Krypto hast, keine Immobilien in Deutschland und auch kein deutsches Konto. Jetzt kommen wir zu den sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften, beziehungsweise man sagt heute nicht mehr betriebsstättenlose Einkünfte, sondern man verwendet einen anderen Begriff, dazu werde ich gleich kommen. Wenn du also zum Beispiel als digitaler Nomade ohne festen Wohnsitz eine amerikanische LLC betreibst und gewerbliche Einkünfte hast, dann steht hier Folgendes: Für Einkünfte der natürlichen Personen, die weder durch deren ausländische Betriebsstätte noch durch deren in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, ist für die Anwendung dieser Vorschrift das Bestehen einer inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person zuzuordnen, der solche Einkünfte zuzuordnen sind. Also das heißt, wenn du eine Briefkastengesellschaft betreibst, du hast gewerbliche Einkünfte, wohlgemerkt, das betrifft nicht echte Freiberufler, sondern gewerbliche Einkünfte, dann wird in Deutschland eine Betriebsstätte fingiert. Und was passiert denn dann? Jetzt wird eine Betriebsstätte fingiert und dann fällst du ja plötzlich unter das vorhin erst genannte Kriterium. Denn dann hast du ja einen Gewerbebetrieb in Deutschland durch diese fingierte Betriebsstätte und dann fällst du also unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und das ist genau das Problem mit den LLCs, wenn sie digitale Nomaden verwenden und entsprechende gewerbliche Einkünfte haben. Das Bundesfinanzministerium hat 2023 einen Anwendungserlass herausgegeben, ein sehr umfangreiches Schreiben zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht, generell natürlich zum Außensteuergesetz. Und dort wird das Ganze nochmal erklärt. Das will ich dir jetzt auch nochmal zeigen. Was sind also die Zusatzeinkünfte? Wir haben ja gesagt, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht erweitert den Katalog der in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte um sogenannte Zusatzeinkünfte. Und hier steht an erster Stelle gleich Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wie definiert in den Paragraphen 15 und 16. Wohlgemerkt aber keine freiberuflichen Tätigkeiten, denn diese finden sich ja im Paragraphen 18 des Einkommensteuergesetzes und nicht in 15 und 16. Also eine wichtige Unterscheidung. Die keiner ausländischen Betriebsstätte und lediglich mangels Existenz Betriebsstätten oder gewerblicher Einkünfte, da gab es ein BGH-Urteil, einer im ausländischen Staat gelegenen bloßen Geschäftsleitungsbetriebsstätte zuzurechnen sind. Also, wenn du deine LLC leitest, die eine Briefkastengesellschaft ist, dann ist natürlich immer dort, wo du dich befindest, auch wenn du digitaler Nomade bist, eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte. Das reicht aber nicht aus. Man will eine wirkliche feste Einrichtung haben.
Für solche Fälle fingiert § 2 Absatz 1 die Existenz einer Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person im Inland, der solche Einkünfte zuzurechnen sind. Einkünfte, die durch eine inländische Betriebsstätte erzielt werden, unterfallen bereits dem Paragraphen 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe A. Also wie gesagt, es wird dann angenommen, dass du an einem deutschen Unternehmen beteiligt bist und diese Einkünfte müssen sowieso dann in Deutschland komplett versteuert werden und du fällst eben auch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wie wir es gerade eben gezeigt haben. Aber das Ganze, wie gesagt, trifft nur auf dich zu, wenn du insgesamt mehr als 16.500 € Einkünfte hast, die unter diesen Paragraphen fallen würden. Dazu zählt aber dann, wie gesagt, möglicherweise auch Krypto. Dazu zählt möglicherweise auch der Verkauf von deutschen Aktien, die sich in deinem Depot befinden. Und natürlich eben auch die Einkünfte aus deiner LLC. Es gibt ja etliche andere, die zu diesem Sachverhalt auch schon Stellung genommen haben. Und ich kann verstehen, dass das Ganze natürlich für dich extrem verwirrend ist. Vor allen Dingen deshalb, weil man natürlich den Eindruck hat, dass die deutschen Steuerbehörden diesen Sachverhalt ja ohnehin nicht wirklich verfolgen und im Grunde genommen jeder machen und tun kann, was er will. Sicherlich wirst du jetzt sagen, aber ich kenne ja mindestens 5 digitale Nomaden, die das mit einer LLC alles jahrelang ohne jegliches Problem machen und die noch nie vom Finanzamt erwischt worden sind. Da musst du dich jetzt natürlich einfach entscheiden, wie du dich verhalten willst. Ich meine, ich laufe manchmal auch bei Rot über die Ampel und ich fahre manchmal auch zu schnell. Das sind dann kalkulierte Risiken, die ich eingehe. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Vielleicht ein kleiner Strafzettel. Ich fahre dann eben nur so viel zu schnell, dass ich hier keine schwerwiegenderen Konsequenzen zu befürchten hätte. Und so musst du das natürlich auch für dich beurteilen, wenn du dich dafür entscheidest, Gesetze nicht zu befolgen. Aber zu sagen, dass es die Gesetze nicht gibt oder dass es Interpretationssache ist, wie diese Gesetze angewendet werden, das ist nun tatsächlich kompletter Quatsch. Denn ich habe dir ja gerade eben vom Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums vorgelesen. Da steht genau drin, wie dieses Gesetz zu interpretieren ist. Das heißt, du musst dich jetzt entscheiden und sagen, okay, das ist das, was der deutsche Gesetzgeber von mir will. Dass das natürlich komplett hirnrissig ist, darüber gibt es hier keine Uneinigkeit. Aber du musst jetzt für dich entscheiden, ob du dieses Risiko eingehen willst und diese Regelung befolgen wirst oder nicht. Grundsätzlich meine Erfahrung ist, wir arbeiten mit sehr vielen Mandanten, die sehr vermögend sind. Die wollen eigentlich nicht solche Risiken eingehen. Denn es gibt ja relativ einfache Wege, diese erweitert beschränkte Steuerpflicht komplett legal zu vermeiden. Vielleicht ist die Struktur etwas komplizierter, vielleicht musst du ein bisschen Steuern bezahlen. Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt hier 30, 40 oder 50% Steuern bezahlen musst. Also das heißt, selbst wenn du es komplett richtig machst, zahlst du zwischen 0% und sagen wir vielleicht mal 10% Steuern. Auch kannst du umfangreich reisen und so weiter. Du bist da in keinem Setup irgendwo an den Tisch festgebunden oder so. Aber natürlich ist alles nicht so einfach wie jetzt alleine eine amerikanische LLC zu gründen. Das braucht ein bisschen mehr Gestaltung, ein bisschen mehr Gehirnschmalz, damit es dann rechtssicher ist. So, und ich weiß, dass für unsere Mandanten dieses Thema Rechtssicherheit wichtig ist. Die sagen vielleicht auch, okay, ich fahre vielleicht zu schnell 20 km/h auf der Autobahn, da kriege ich dann vielleicht maximal einen Punkt und 150 € Geldstrafe. Aber wenn irgendwas passiert in Deutschland mit dem Finanzamt, wir reden hier von großen Beträgen, die unterschlagen werden, dann sind natürlich die Konsequenzen weitaus dramatischer, als jetzt 20 km/h zu schnell zu fahren. Auch das Argument zu sagen, dass die Finanzverwaltung in Deutschland hier gar nicht die Effizienz hat, gar nicht die Möglichkeit hat, das alles genau nachzuverfolgen und auch nicht das Interesse hat, das nachzuverfolgen, dass das alles nur Drohkulissen sind. Sicherlich darüber kann man diskutieren. Zweifellos fallen hier viele durchs Netz, das ist mir völlig klar. Das ist jetzt so. Ob das in 5 Jahren noch so ist und das Ganze wirkt ja 10 Jahre nach, diese Spekulation wage ich hier nicht zu machen. Du weißt vielleicht, ich komme aus Freiburg im Breisgau, also in Süddeutschland, habe aber schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland gewohnt. Aber nur ein Beispiel aus Freiburg im Breisgau. Die Finanzverwaltung dort hat in den letzten 5 bis 10 Jahren ein ganz erhebliches Know-how aufgebaut hinsichtlich der sogenannten Betriebsstättenproblematik, natürlich vor allen Dingen durch das Thema Schweiz getriggert, was ja durch die Grenznähe Freiburgs ein häufiges Thema dort bei Betriebsprüfungen zum Beispiel ist. Also jemand wohnt in Deutschland und gründet eine Schweizer Firma. Wann hat diese Schweizer Firma nun eine Betriebsstätte in Deutschland? Auch dazu gibt es detaillierte deutsche Gesetze, aber früher hat tatsächlich die Kompetenz in der Finanzverwaltung gefehlt, um dann diese Gesetze hier tatsächlich auch durchzusetzen. Aber das hat sich enorm geändert, gerade in Freiburg in den letzten Jahren. Jetzt sind dort in der Finanzverwaltung hochkarätige Spezialisten unterwegs, die dann zum Beispiel bei Betriebsprüfungen hinzugeholt werden. Da hat man also konzentrierte Kompetenz aufgebaut.
Kompetenz, die es so davor in Deutschland in der konzentrierten Form noch nicht gegeben hat. Und wenn du dir die finanzielle Situation in Deutschland anschaust, die Situation des Staatshaushaltes, dann kannst du dir vorstellen, dass der Staat nach vielen Möglichkeiten sucht, Einnahmen zu generieren. Und die einfachste Möglichkeit ist natürlich, bestehende Gesetze einfach mal konsequent zu überprüfen und auch die Umsetzung zu überwachen. Tatsächlich frage ich mich, wie man sich zum Beispiel vor einer digitalen ID fürchten kann oder vor dem digitalen Euro fürchten kann oder vor etwas fürchten kann, wie dem sogenannten Vermögensregister, was ja noch nicht mal beschlossen ist, aber dann einfach sagen, dass bestehende Steuergesetze, die es tatsächlich so schon gibt, im Grunde genommen sowieso völlig irrelevant sind und dass der Staat aus irgendeinem Grund dort nicht seine Krallen zeigen wird, aber dann ein Vermögensregister, den digitalen Euro, die digitale ID als Unterdrückungsinstrumente benutzen wird. Also du musst dich schon entscheiden, ist der Staat nun eine Bedrohung für deine Freiheit oder ist er keine Bedrohung? Ich würde eher sagen, er ist eine Bedrohung. Deswegen wäre ich ja so vorsichtig zu sagen, naja, ist ja sowieso egal, was da in den Gesetzen steht, das interessiert sowieso niemand. Die Einhaltung kann sowieso nicht überwacht werden. Daher mein Rat an dich, setz dich mit diesem Thema auseinander, frag einen qualifizierten Steuerberater. Wenn du keinen Steuerberater hast, können wir dir gerne einen nennen, der in Deutschland zugelassen ist, der in Deutschland versichert ist, der dich beraten kann. Wir hatten ja hier schon mal den Michael Wohlfahrt im YouTube Live. Er sieht die Sache übrigens genauso wie ich und er kann dich diesbezüglich rechtssicher beraten. Zu dem Kryptothema und der erweiterten beschränkten Steuerpflicht, was ich vorhin angesprochen habe, hatten wir zum Beispiel den Steuerberater Matthias Steger bei 2 unserer Seminare schon dabei. Er ist der führende Kryptosteuerberater in Deutschland. Er war früher selbst Betriebsprüfer. Schau ihn dir ruhig mal online an. Er sieht das mit der erweiterten beschränkten Steuerpflicht genauso wie ich. Das sind alles Leute, die haben jahrelang praktische Erfahrung. Die haben sozusagen in den Schützengräben des internationalen Steuerrechts gearbeitet und für ihre Mandanten gekämpft. Das heißt also, lass dich gründlich beraten. Es ist nicht sehr schwierig, Strukturen zu etablieren, die rechtssicher sind. Wie gesagt, sie schränken dich nicht groß ein in deiner Freiheit. Du musst vielleicht schon ein bisschen disziplinierter sein, das vielleicht schon. Aber im Hinblick dessen, was so auf uns zukommen wird, würde ich sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. An dieser Stelle nochmal Danke an Franz für diese Inspiration zu diesem Video. Auch danke natürlich, dass du bei unseren Seminaren in Zürich dabei warst. Und wie gesagt, wenn auch du dich für solche Themen interessierst und die mal in sehr intensiver Form über einige Tage hinweg diskutieren möchtest, mit einer ganz tollen Gruppe Gleichgesinnter, alles Leistungsträger, alle Menschen, die ihr Leben verbessern wollen, die ins Ausland wollen, die sich steuerlich optimieren wollen, dann sind unsere Seminare, unsere Veranstaltungen, unsere Reisen genau das Richtige für dich. Ich habe, wie gesagt, Deutschland, ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nicht bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Seit 20 Jahren unterstützen wir Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, aber natürlich auch rechtssicher ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, ebenso wie Aufenthaltsgenehmigungen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.